Hi, heute geht es um die richtige Zupftechnik an der Gitarre. Ich zeige dir in 3 einfachen Schritten, wie du die Sicherheit und dadurch die Geschwindigkeit beim Zupfen bekommst. Die klassische Gitarrentechnik, also das Spielen mit den Fingern oder modern Fingerstyle, hat sehr viele Vorteile. Wir können einzelne Saiten anzupfen, dann mehrere Saiten. Hier haben wir P, I, M und A. Oder eben nur 2 Saiten, PI, PM. Das ermöglicht ein vielfältiges, vielseitiges sozusagen Spiel an der Gitarre. Der erste Schritt ist die richtige Haltung der rechten Hand zum Instrument, zu den Saiten. Wir legen die Hand in der Grundstellung auf die Saiten. Daumen, Seite 4, die D-Seite, Zeigefinger, Seite 3, Mittelfinger 2 und Ringfinger Seite 1. Wir haben also hier alle Finger auf den Saiten liegen und spür sie mal richtig. Wenn du Fingernägel hast, spür die Fingernägel an den Saiten liegen. Wie fühlt sich das an? Genau von dem Punkt spielen wir nämlich weg, wenn wir zupfen. Nun spiel mit dem Daumen die Saite an. Der Druck wird immer größer, die anderen Finger liegen dabei auf den Saiten. Jetzt der Zeigefinger. Wichtig ist, dass du von diesem Gelenk ausgehst. Die anderen 2 Gelenke helfen auch mit, die Saite anzuschlagen, aber stell dir vor, du machst eine Faust. Genau das ist die Bewegung, die du brauchst für das richtige Zupfen. Und die anderen Finger bleiben dabei entspannt auf den Saiten liegen. Nun mit dem Mittelfinger. Zeigefinger legst du wieder auf die G-Seite. Wieder von diesem Gelenk ausgehend. Jedes Gelenk hilft hier beim Anschlag mit. Wir vermeiden aber einen Rupfen von der Seite weg mit dieser Bewegung und der Ringfinger. Wenn du es langsam gut kannst und die Technik wirklich beherrscht, einwandfrei und perfekt die Saite anschlägst, kannst du es schnell, sicher auch. Und die Übung für das schnelle Zupfen zeige ich dir jetzt. Diese Übung ist Inhalt meines Kurses Gitarre Online Elementar. Es ist ein kleiner Einblick sozusagen in die Zupftechnik. Der Kurs zu den Büchern, es gibt schon 3 Teile. Wenn du Anfänger bist, würde ich dir sagen, starte mit dem ersten. Die Kurse sind aufbauend gestaltet, sodass du wirklich nichts versäumst und keine Sache falsch machst, die dich dann sehr viel Zeit kosten kann in der Zukunft. Also, wir legen die Hand wieder in Grundstellung auf die Saiten und spielen nun Daumen, der löst sich von der Saite, Zeigefinger löst sich, Mittelfinger löst sich, jetzt liegt nur mehr der Ringfinger und der löst sich auch. Jetzt legst du alle Finger wieder gemeinsam auf die Saiten. Ziel ist hier, dass wenn der Daumen spielt, du die Finger wieder auf die Saiten anschlagbereit aufsetzt. Du erspürst dir also den richtigen Platz der Finger. Dieses Fingermuster, das brauchst du beim Gitarrespielen sehr oft, beim Fingerpicking, beim Begleiten mit Akkorden. Die Lage und die Abstände zueinander. Es ist vergleichbar mit der linken Hand. Die Akkorde zum Beispiel C-Dur. Das Fingermuster zueinander, die Abstände der Finger. Wenn dein Muskelgedächtnis dieses Fingermuster, also die Lage der Finger zueinander erstmal gespeichert hat, wirst du in der Lage sein, den Akkord locker greifen zu können. Genau dieselbe Übung für links. Heb den C-Dur-Akkord zum Beispiel einfach kurz von den Saiten, jeweils 1 mm, 5 mm und verändere die Form der Finger zueinander nicht. Also sie bleiben und schweben über den richtigen Bünden und Saiten und dann wieder auf die Saiten.
Genau das gleiche machen wir hier mit der rechten Hand. Wir zupfen und legen die Finger wieder auf die Saiten. Das ermöglicht es uns wirklich schnell zu werden, da die Finger die Saiten vorher schon erspüren, ertasten können und du im Kopf immer eine Seite voraus bist. Ich hoffe, es macht für dich auch Sinn und du verstehst das Prinzip. Versuch auch nicht große Knicke im Handgelenk zu haben, in welche Richtung auch immer. Die Hand liegt nicht auf der Decke auf, sondern hier kannst du mit der anderen Hand durchgreifen. Spiel diese Übungen jeden Tag und du wirst merken, wie sich deine Hand an die Saiten gewöhnt, wie sich jeder Finger an seinen Platz an der Gitarre sozusagen gewöhnen wird. Und wünsche dir viel Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Norman von Guitar School.